In Amerika fahren mehr als 80% aller Automobile mit Automatik. Und bei uns beginnt sich diese Entwicklung langsam anzubahnen. Ein ganz wesentlicher Schritt in dieser Richtung wurde vom VW-Werk getan, das nun verschiedene Typen, darunter diesen, den 1500er, mit einer automatischen oder sagen wir besser halbautomatischen Kraftübertragung ausliefert. Und das hat seine Vorzüge, auch seine Nachteile, aber wir werden diesen Wagen vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Automatisierung betrachten. An der Maschine selbst hat sich nichts geändert. Man hat wahrscheinlich, auch aus Gründen einer rationellen Fertigung, auf eine Erhöhung der PS-Leistung verzichtet. Es stehen also nach wie vor 44 Pferdestärken zur Verfügung, und dies, obwohl man mit einem gewissen Leistungsverlust durch die Automatik rechnen muss. Die Merkmale der VW-Maschine sind hinreichend bekannt. Ausdauernd, drehzahlfest und leider in der Leistung an der unteren Grenze. Der Leistungsunterschied zwischen einem 1500er mit handgeschaltetem Getriebe und dem 1500 Automatik lässt sich in Zahlen ganz einfach klar machen. Von 0 auf 80 geht es mit der Handschaltung in 13,3 Sekunden, mit der Halbautomatik in 16,7. Unser Testwagen braucht von 0 auf 100 27,5 und damit ungefähr 6 Sekunden mehr als sein Bruder mit dem normalen Vierganggetriebe. Er ist also alles andere als ein Leistungsprotz. Um den Kreis all jener, die gern automatisch fahren, schneller zu vergrößern, möchte man ihm ein paar PS mehr wünschen und auch noch aus vielen anderen klaren Gründen. Auch die Höchstgeschwindigkeit für einen 1,5 Liter Wagen ist alles andere als berauschend. 121,5 Kilometer. Der Ton des VW ist auf der ganzen Welt so bekannt wie Beethovens 9. Im Inneren des Wagens drückt sich das in 81 Phonen aus, die bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern auf ebener Fahrbahn gemessen werden. Die Automatik hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass sie den Fahrer entlastet, sondern sie lässt den Motor in spezifisch günstigen Bereichen arbeiten. Diesem Vorzug steht eine höhere Leerlaufdrehzahl entgegen und außerdem ist der Wirkungsgrad eines rein mechanischen Antriebs im Allgemeinen besser, sodass unter dem Strich der 1500 Automatik etwas mehr verbraucht als die mit der Hand geschaltete Version. Auf der Landstraße bei einem Durchschnitt von 85 Kilometern sind es 12,4 Liter pro 100 Kilometer. In der Stadt 12 bis 13 und auf der Autobahn bei einem Durchschnitt von 110 11,6. Das ergibt einen Testverbrauch von 11,9 Litern, ungefähr 5% mehr als der handgeschaltete Kollege. In den Tank gehen 40 Liter. Sie ermöglichen eine Non-Stop-Fahrt von 340 Kilometern. Die altehrwürdige Form der Karosserie ist sattsam bekannt. Ihrem schlechten Verhältnis der Außen- und Innenmaße, ihrem Mangel an Gepäckraum und der beschränkten Sicht stehen eine hervorragende Verarbeitung und eine freundliche Innenatmosphäre entgegen. Der VW hat sich im Lauf der Zeit verfeinert, er hat sich gemausert und das Bemühen der Wolfsburger um eine zweckmäßige Innenausstattung zeigt sich in der Auswahl des Materials, das von erstklassiger Qualität ist. In Wolfsburg gab man dieser Kraftübertragung den Namen Selektivautomatik. Man kann auch Wähl- oder Halbautomatik sagen, wobei uns die letztere Bezeichnung als die richtigere erscheint. Denn sie haben 3 Gangstufen oder Fahrbereiche zur Verfügung. Den ersten, der nur angebracht ist bei großen Steigungen oder wenn Sie hinten einen schweren Anhänger oder einen Wohnwagen mit sich herumschleppen müssen. Der zweite und der dritte gelten mehr oder weniger dem normalen Fahrbereich in der Stadt und auf der Fernstrecke. Das ist gut so.
Denn VW hat es fertiggebracht, eine recht einfache Art dieser Halbautomatik zu installieren, deren wesentlichste Bestandteile folgendermaßen aussehen. Erstens ein handgeschaltetes Getriebe mit diesen 3 Fahrbereichen, zweitens eine automatische Trennkupplung und schließlich ein Drehmomentwandler, der es gestattet, in jedem Gang aus dem Stand anzufahren. Die erste Fahrstufe reicht ungefähr bis 65, die zweite etwas über 100 und die dritte dann aus dem Stand bis zur Höchstgeschwindigkeit. Für den normalen Fahrbetrieb allerdings empfiehlt es sich keineswegs, sehr schaltfaul zu sein und nur die dritte Stufe zu benutzen, denn dann kommt doch die Trägheit des Automobils sehr stark zur Geltung. Gut gelöst sind die Anlage der beiden Fahrbereiche 1 und 2 in einer Ebene als die beiden Fahrbereiche, die man am meisten benutzt. Kupplungspedal fällt natürlich weg. Anlassen können Sie nur und ausschließlich im Leerlauf. So, und jetzt sehen Sie, dass wir nur die Bremse zu treten brauchen und x-beliebig, ohne das Kupplungspedal zu benutzen, einen Gang einlegen können. Die Bremse müssen wir deswegen treten, damit uns der Wagen nicht langsam wegkriecht, denn die Kupplung trennt nicht 100%ig. In Wolfsburg gab man dem VW eine neue Hinterachse, auf die wir gleich noch in Einzelheiten zu sprechen kommen werden. Sie hat die Federungseigenschaften dieses Autos nicht noch weiter verbessert. Das war auch gar nicht nötig, denn gerade in dieser Hinsicht hat der Volkswagen immer überzeugt. Der VW hat also jetzt eine Schräglenkerachse und dies bedeutet eine erste grundsätzliche Abkehr von 30 Jahre alten Konstruktionsprinzipien und bringt das Fahrwerk auf den neuesten Stand der Technik. Diese Achskonstruktion verbietet im Gegensatz zur bisherigen Pendelachse große Sturz- und Spurveränderungen. Es gibt jetzt keine O-Beine mehr, die Hinterräder stehen auf X und können sich so in der Kurve besser abstützen. Die Straßenlage des VW hat also ein völlig neues Gesicht erhalten. Er ist neutral und leicht zu kontrollieren. Das lästige Wegschieben des Hecks ist weitgehend verschwunden. Das Resultat ist also eine erhebliche Verbesserung der Fahrsicherheit. Ab jetzt kann man diesen Typ in die Kategorie der gut liegenden Autos einreihen. Die möglichen Geschwindigkeiten in einer Kurve sind zwar kaum größer als zuvor, aber sie lassen sich jetzt ohne Bravour, also ohne Risiko erreichen. Ebenfalls unter das Kapitel der Sicherheit fällt die Konstruktion einer neuen Lenksäule, die sich bei einem eventuellen Aufprall zusammenschiebt, und schließlich freut man sich über eine gute Bremsanlage mit einem Zweikreissystem. Vollbremsung aus 100 Kilometern Geschwindigkeit. Der Wagen steht nach 49 Metern und 90 Zentimetern. Haben sich im Allgemeinen ganz neue und erfreuliche fahrerische Perspektiven eröffnet, so hat die neue Hinterachse leider keinerlei Einfluss auf die Seitenwindempfindlichkeit des VW. Ganz im Gegenteil, die weitere Belastung des Hecks durch die zusätzlichen Aggregate der Automatik lässt den Käfer nach wie vor recht plötzlich reagieren. Fahrzeuggeschwindigkeit 100 Kilometer, sehen Sie selbst, man muss bei böigem Wetter sehr konzentriert fahren. Die Abweichung vom Kurs beträgt immerhin 4,70 Meter. Gegen Wind ist der VW also nach wie vor empfindlich geblieben. Im Übrigen, der Motor ist gegen Wasser immun und das Durchwaten dieser Straße zeigt deutlich,
dass die Verarbeitung der Karosserie nicht nur optisch einen guten Eindruck macht, sondern dass sie darüber hinaus auch kein Wasser in den Innenraum dringen lässt. Unter den Argumenten, die zum Kauf eines Käfers anregen, stehen seine Anspruchslosigkeit und seine ständige Betriebsbereitschaft mit an erster Stelle. Eine weltweite Verbreitung wie die des VW bedeutet natürlich, dass der Wagen unter allen möglichen Umständen unverdrossen seinen Dienst tut. Wir simulieren arktische Verhältnisse in einer Kältekammer, die eine Temperatur von -15 Grad liefert. Die Kälte wird noch einmal kontrolliert durch ein Thermometer. Auch das Öl im Motor hat diese Temperatur. Wie nicht anders zu erwarten war, der Käfer springt sofort an und es vergeht nicht allzu lange Zeit, bis er seine Normaltemperatur, seine Betriebstemperatur erreicht hat. Dabei lässt sich auch gleich eine Verbesserung des Heizsystems feststellen. Besonders im Stadtverkehr machen sich die Vorzüge der Automatik bemerkbar. Mit der Fahrstufe 2 hat man wohl die richtige Wahl getroffen. Wie oft man den Schalthebel anfasst, ist eine Frage des fahrerischen Temperaments. Man kann natürlich auch mit der Stufe 3 beginnen, wenn man sich an einer guten Portion Trägheit nicht stört. In jedem Fall ist die Automatik ihren Aufpreis von 460 Mark wert. Dass der VW nicht zu den handlichsten Fahrzeugen zählt, ist bekannt. Sein Wendekreis beträgt 11 Meter. Werfen wir noch einen Blick auf die Kosten. Wagenpreis 5.845 Mark, Steuer 216 Mark, Versicherung ca. 380. Wenn man einen Testverbrauch, wie wir ihn ermittelt haben, von 11,9 Litern zugrunde legt, dann ergeben sich 10,1 Pfennig pro Kilometer bei einer Jahresleistung von 20.000 Kilometern. Die drei wesentlichen technischen Merkmale dieses VW 1500 liegen in der hinteren Hälfte des Wagens. Da ist zunächst die Automatik, die man von A bis Z begrüßen kann, auch wenn sie 460 Mark kostet. Zum Zweiten als die wohl entscheidende und mit Abstand am wichtigsten erscheinende Verbesserung die Schräglenker-Hinterachse, die aus dem VW plötzlich ein braves, ein gutmütiges und vor allen Dingen ein gut liegendes Auto macht. Und das war, meine Damen und Herren, wir sind uns, glaube ich, alle einig, höchste Zeit. Und dann der dritte Punkt, der gar nicht unseren Beifall findet. Die Maschine, die mit 44 PS nur eine sehr magere Leistung abgibt und die durch den zusätzlichen Leistungsverlust, den die Automatik mit sich bringt, den Wagen alles andere als munter erscheinen lässt. In jedem Fall, wenn wir den VW 1500 Automatik sozusagen beispielgebend für die weitere Entwicklung im VW-Konzern annehmen, dann können wir mit Freude konstatieren, dass in Wolfsburg in den Konstruktionsbüros frischer Wind herrscht.